Mit einem großen Rundumschlag hat Ubisoft endlich neue Details zu Die Siedler bekannt gegeben. So sehen wir erstmals Material aus der Singleplayer-Kampagne, erfahren endlich mehr über den genauen Inhalt des Spiels allgemein und bekommen tatsächlich einen Förster zurück, über den ihr euch aber noch nicht zu früh freuen solltet. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei den Die Siedler News. In einem knapp 5-minütigen Video hat Christian Hagedorn, aka Creative Director für Die Siedler, höchstpersönlich vorgestellt, mit was man die letzten Monate versucht hat, den Karren doch noch aus dem Dreck zu ziehen. Aufmerksame Die Siedler News-Schauer wissen natürlich das Allermeiste bereits, allerdings gab es auch das ein oder andere komplett neue, aber der Reihe nach. Mit der sogenannten Rush Protection soll den betatypischen Schnellangriffen der Garaus gemacht werden. Um dies zu erreichen, wurden die Maps so angepasst, dass neutrale Banditenlager alle Wege zum Gegner beschützen und somit vorab ausgeschaltet werden müssen. Außerdem verfügen manche Maps über Schnellreisepunkte, womit es einfacher sein soll, zum Beispiel verbündeten Siedlern schneller zur Hilfe zu eilen. Mit Türmen könnt ihr wie früher Land einnehmen und die Tierfarm benötigt statt gar nichts immerhin Weizen, um zu funktionieren. Zudem wird nochmal klargestellt, dass es nun mehr Verwendung von Nahrung gibt, da ihr diese auch für Forschung benötigt. Lustigerweise muss man auch extra nochmal erwähnen, dass man im neuen Siedler nun tatsächlich speichern kann, wenn auch nur auf 10 Slots, und die Tasten selbst belegen kann. Eure Militäreinheiten können fortan auf Patrouille geschickt werden und mit einem Tastendruck anhalten, was halt auch eigentlich seit 100 Jahren Genre-Standard ist, aber gut. Apropos Genre-Standard, so ist es jetzt möglich, Freunde zu einem privaten PvP-Match einzuladen. Ja, das ging vorher offensichtlich auch nicht. Überraschenderweise kriegen wir dann das erste Mal Content aus der Singleplayer-Kampagne. Hier spielte die Elari, die gezwungen sind, in einer 13 Missionen langen Kampagne ihre Heimat zu verlassen und sich an einem neuen Ort niederzulassen. Somit scheint sich diese nicht wie befürchtet nur aus rudimentären Tutorials zu handeln, die euch auf das Online-Match vorbereiten sollen. Darüber hinaus soll der sogenannte Hardcore-Modus Spieler fordern, die, gerne tryharden. Für diesen Modus wird es keine extra Maps geben, sondern auf den PvP-Karten gespielt, von denen es, nun immerhin statt 6, 12 Stück gibt. Die Völker sollen sich nun mehr voneinander unterscheiden, was man aber wohl nur an den Einheiten festmacht. So verfügen die Berserker der Jorn über einen Kampfsprung, während die Speerträger der Maru Fallen legen können. Beim Bereich Belagerungseinheiten wurden die Einheiten aus der zwielichtigen Taverne inklusive Raketenochsen durch die neuen Einheiten des Ordens ersetzt, die ebenfalls für jede Fraktion einzigartig sind und über individuelle Fähigkeiten und Werte verfügen. Beim eigentlichen Kernelement eines Die Siedler-Spiels, der Wirtschaft, wird nun endlich klar kommuniziert, dass große Gebäude zusätzlich zu Holzbrettern und Steinen auch Werkzeuge als Inputgüter benötigen. Mehr hat sich aber leider nicht getan. Der Bereich Forschung wurde hingegen deutlich erweitert. So könnt ihr neben diversen Updates für euer Militär auch erforschen, dass ihr zum Beispiel Ressourcen für den Abriss von Gebäuden zurückbekommt oder dass neben den Türmen auch andere Gebäude zum Landeinnehmen geeignet sind. Und jetzt lasst uns abschließend noch über den Förster reden. Ja, wir alle wollten einen Förster haben und jetzt kriegen wir ihn tatsächlich. Aber wollten wir ihn so? Nein, natürlich nicht! Denn der eingebaute Förster ist im Prinzip ein Getreidebauernhof mit neuem Skin, der in seinem Garten 3-4 Bäume anpflanzt und diese dann selbstständig fällt. Somit erhaltet ihr aus diesem Gebäude statt Getreide automatisch Holzstämme. Einen Wald erhalten oder aufforsten? Fehlanzeige. Sinn eines Holzfällers neben dem Wald abtragen, um Bauplatz zu schaffen? Fragezeichen. War da sonst noch was? Ach ja. Da man es sich ja bei der ursprünglichen Zielgruppe verschissen hat, portet man nun die Siedler auf so ziemlich alles außer meinen Taschenrechner. Somit erscheint das Game auch für Xbox One, Xbox Series X und S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, GeForce Now und Amazon Luna. Immerhin mit Cross-Progression und Crossplay. Ganz besonders bin ich ja gespannt, wie um Gottes Willen das auf der Switch funktionieren soll, aber hey, wir brauchen ja noch Futter für zukünftige Siedler-News. Die Siedler, neue Allianzen oder im Englischen die Settlers New Allies erscheint am 17.02.2023 für PC. Alle Ports irgendwann später. Jetzt frage ich euch, konnte Ubisoft im letzten Jahr mit diesen Änderungen das Spiel nochmal für euch retten? Freut ihr euch noch, endlich ein neues Die Siedler spielen zu können? Oder schaut ihr euch das später beim Patrick auf der Zocker-Lounge aus sicherer Entfernung mit einer Tüte Popcorn an? Dafür jedenfalls solltet ihr diesen Kanal abonnieren, denn dann entgeht euch zumindest in dieser Hinsicht nichts. Bis zum nächsten Mal.